So, hallo, grüß euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Heute haben wir wieder ein anderes Video. Und zwar wurden wir oft gefragt, was bringt der Akrapovic-Auspuff auf der Vespa GTS 310? Dieser hier. Wir werden auch heute diese Frage beantworten. Wir haben leider keine Eingangsmessung, wie viel Leistung sie original hatte, da dieser Kunde den Auspuff bereits montiert hat, wie er jetzt zu uns gekommen ist. Was wir aber dann noch zusätzlich machen, ist eine Malossi-Variamatik mit Malossi-Lüfterrad plus unseren Intake-Kit mit Malossi-Luftfiltereinsatz und der Bearbeitung des Luftfilterkastens. Dann schauen wir mal, wie viel Leistung sie jetzt aktuell hat. So, die Leistung war jetzt nicht so spektakulär, eigentlich hätte ich mir mehr erhofft. Es sind nur 19,9 PS im Peak gewesen. Danach hat sie sogar deutlich abgebaut. Also bei 130 km/h hatten wir sogar nur mehr 14,5 PS. Das, was einer 310er überhaupt nicht ebenbürtig ist. Da haben wir original sicher mehr Leistung. Wir werden jetzt am Prüfstand eine originale Prüfkurve über diese Leistung legen. Das ist zwar von einer anderen Vespa, aber eine Originalkurve. Dann schauen wir mal, wie viel sie da gewonnen oder verloren hat. Hier haben wir die Ansicht vom Prüfstandlauf. Die rote war jetzt aktuell die grüne Vespa GTS mit dem Akrapovic-Auspuff. Und die schwarze Kurve ist eine mit Serienauspuff. Okay, die schwarze hatte damals zwar 3000 Kilometer um, die grüne hat jetzt gerade mal 400 Kilometer um. Könnte sich ein bisschen nach oben arbeiten, aber wie man sieht, hat der Akrapovic weniger Leistung im Peak, um satte 2 PS sogar, als wie der Serienauspuff. Verläuft dann relativ bergab, auch bei der Originalen. Dieser hält die Kurve relativ gerade noch, bis sie sich dann überschneiden, bei ca. 100, 105 km/h. Dann ist der Akrapovic ein bisschen besser, um 1 PS, halben PS, und dann ist wieder aus. Die grüne, also die rote Kurve geht jetzt schneller, da sie ein Kübler Tonrad hinten verbaut hat und 13 Zoll Felgen. Das erhöht die Topspeed natürlich um 15 km/h. So, und jetzt bin ich selber gespannt. Jetzt bauen wir das Intake-Kit ein und die Malossi-Variamatik. Sehen uns dann gleich wieder. So, Prüfstandlauf auch abgeschlossen mit der Vario und dem Intake-Kit. Was wir sehen, dass wir wirklich jetzt auf 23,5 PS gekommen sind, was einem Zuwachs von 3,6 PS im Peak entspricht. Und jetzt schauen wir uns noch die Kurve am Monitor an. So, wir haben jetzt alle 3 Kurven. Die rote war vom Vorher-Eingangslauf, die schwarze ist von der Originalen, von einer anderen GTS aber. Gut, die sind ein bisschen gestreut, kann sein, dass die allgemein mehr gehabt hat. Und die blaue ist jetzt aktuell mit unseren Teilen. Malossi Vario plus Intake-Kit mit Luftfilter. Wie wir sehen, 3,6 PS Unterschied hier im Peak bei 52 km/h. Danach fällt die Malossi Vario ein bisschen ab, wo die relativ noch hält und arbeitet sich dann mit ca. 23 PS weiter, bis sie bei knapp über 90 noch mal ein bisschen rauf geht, dann wieder runter und dann geht sie wieder runter. Also wenn wir jetzt gerade im Bereich vergleichen, 80 km/h, sind wir bei ungefähr knapp 4 PS mehr Leistung. Bei 95, wo sie die Kurve da noch macht, haben wir 4,5 PS bis fast 5. Da haben wir auch 4,5. Und wenn wir dann noch weitergehen, zum Beispiel hier bei 120, haben wir 5,5 PS Unterschied mit der Vario und dem Intake. Das ist genau, was ich immer sage, unser Intake-Kit bringt unten raus ein bisschen was, aber oben raus erhöht sich die Luftmenge durch die Ansaugung, was sie dann macht, wesentlich höher von der PS-Zahl.
Das Ganze wurde ohne Mapping gemacht. Also mit Mapping könnte man hier locker noch 1,5 bis 2 PS rausholen. Dann wären wir den Wert von 24,5, 25, was ich schon mindestens haben sollte. Mit einem Aero-Auspuff sind wir da sicher auf 26 PS locker. Das ist machbar. So, hoffe, ich konnte euch wieder was zeigen aus unserer Welt mit den Leistungsprüfdaten. Was das bringt, was nichts bringt, was gut ist, was vielleicht nicht so gut ist. Alle Teile, die ihr gesehen habt, gibt es natürlich bei uns im Shop zum Kaufen. Schaut mal auf unseren Webshop auch rein. Wir haben jetzt alles neu gestaltet und geordnet. Wir sind immer noch dabei, ganz abgeschlossen ist es noch nicht. Ihr seht es jetzt sortiert nach Vespa-Modellen, wie zum Beispiel GTS, Primavera, Sprint etc. Dann ist es nach Baujahr und nach Kubik geordnet. Also ihr seht auf einer Seite, wenn ihr die anklickt, zum Beispiel bei Vespa GTS 300, Baujahr 23, da geht ihr rein und seht von oben, beginnend mit Motorteile, wenn ihr runterscrollt die Seite bis zu Gepäcksträger, Taschen, Windschilder, Fahrwerk, Bremsen, optische Teile, Auspuff, Sitzbänke, es ist alles sortiert, was bei eurem Baujahr passt. Also wir haben es so übersichtlich wie möglich gestaltet und so einfach wie möglich. Vielleicht ist das ein oder andere Teil dabei, wir haben auch viele neue Teile online. Schaut's mal rein. Danke fürs Zuschauen für dieses Video. Viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja mal, kommt mal selber bei uns vorbei im Shop. So wie heuer mehrere Touristen aus Deutschland da waren und dem restlichen Österreich und aus anderen Ländern, die zufällig hier vorbeigefahren sind und haben mal einen kurzen Sprung bei uns reingeschaut. Seid immer willkommen. Danke fürs Zuschauen.